Buenos dias! Ja, hier sind wir gestern am Jubiläumstag gestrandet. Es war ja ein tolles Jubiläumsabenteuer mit der Brückensperrung und dann den schönen, krassen Weg wieder zurück. Ja, wir konnten hier uns gut waschen wegen der Quelle, haben die Sachen ein bisschen gewaschen, haben nett gegessen und ja, jetzt bauen wir ab, dann geht's zurück nach Requena, 25 Kilometer. Das wird noch ein bisschen anstrengend, aber 25 Kilometer ist ja nicht so viel. Und dann gucken wir mal, wo wir heute Abend bleiben. Ann-Kathrin hat schon ein bisschen geguckt. Ist ein bisschen schwierig mit Hotels und Campingplätzen. Also Campingplätze gibt es hier kaum. Und Hotels, ja, ist schwierig. Entweder günstig, aber das Fahrrad kann nicht mit rein, oder teuer und das Fahrrad kann mit rein. Ja, dann fahren wir lieber ohne Strom weiter und sparen dabei ein paar Euro. Ja. Naja, wir bauen jetzt ab, dann geht's weiter. Übrigens, hier war gestern noch ein älterer Herr mit einem Hund und er meint, letztens stand hier auch jemand mit einem Zelt. Ich glaube, das war auch ein Radfahrer, der dasselbe Problem hatte. So, die 8 Kilometer bis nach Hortunas sind schon mal geschafft. Jetzt haben wir noch 17 Kilometer bis nach Requena. Noch 5 Kilometer bis nach Requena. Beziehungsweise zum großen blauen Kühlschrank. Ich freue mich sehr auf meine Apfeltasche. Das war echt unnötig, dieser 50 Kilometer Umweg hier. Und ich habe nochmal die Augen aufgehalten. Nirgendwo ein Hinweis, eine Absperrung oder eine Umleitung. Gar nichts. Nix. Also, da werden wahrscheinlich noch andere Radreisen landen und sich dann ärgern. Oh Mann, ich würde da so gerne Zettel verteilen überall, aber beim nächsten Regen sind sie nass. So, wir waren jetzt hier beim Blue Fridge. Da sitzt noch jemand auf dem Fußboden und frisst. Ja, meine Tasche ist voll. Ann-Kathrin will das noch gleich nehmen. Und dann fragen wir da vorne mal nach beim Hotel. Vielleicht haben wir da ja Glück. Wir haben ein Zimmer für eine Nacht. Wie viel hat es gekostet? 79 Euro. Ist okay. Achso, ganz wichtig, die Fahrräder dürfen wir mit reinnehmen. Sehr schön. Die dürfen wir einfach ins Restaurant stellen. Cool, oder? Popsi ist schon am Chillen. Das ist unser Schlafzimmer. Ja, Doppelbett, Sofa, Ausblick auf Mercadona, Parkplatz. Hier haben wir einen Fernseher, werden wir wahrscheinlich nicht benutzen. Mini-Kühlschrank. Cool, der läuft sogar. Hier haben wir einen Tisch, da haben wir einen Spiegel, da haben wir einen Schrank, da haben wir einen Schreibtisch, da haben wir einen großen, gemütlichen Stuhl. Irgendwie ein Gemälde, wahrscheinlich über Requena. Ein Notfallplan, Verbote. Hier haben wir ein Waschbecken und das Badezimmer. Und wie war der Aufenthalt hier? War gut, war ein großes Zimmer, hatten viel Platz, sogar eine Badewanne, auch wenn wir die nicht richtig als Badewanne benutzen konnten, weil wir keinen Stöpsel hatten. Aber war ganz gut. So, wir sind hier jetzt an der A3. Da oben ist die A3. Die führt nach Valencia über Chiva. Und naja, wir folgen hier der Parallelstraße. Jetzt geht's über diese coole Brücke. Ja, die sieht ja richtig gut aus. Und dann hoch den steilen Berg.
diese Hinweisschilder sehen wir jetzt auch irgendwie immer öfter. Achtung Glätte, wenn möglich, bitte Schneeketten aufziehen. Ja, dann brauchen wir halt noch Schneeketten. Müssen wir uns mal auf den Einkaufszettel schreiben. Jetzt sind wir so gut vorangekommen und dann stehen da die Bauarbeiter auf der Straße und wollen uns nicht durchlassen. Ja, von hier aus geht's nicht nach Chiva oder Cheste. Von hier aus kann man nur irgendwie weiter auf die Autobahn. Aber das ist ja nichts für uns. Ja, das ist auch der einzige Weg irgendwie. Einzig gute Weg nach Cheste. Ansonsten müssen wir wieder zurück nach Requena und dann noch einen größeren Umweg fahren. Oh, das ist so scheiße. Naja, Ann-Kathrin hat jetzt hier einen Weg gefunden. Das ist wohl unsere einzige Lösung. Ich befürchte schon, dass er abenteuerlich wird. Mal gucken. Das regt uns gerade so auf, ey. Wir waren auf so einem guten Weg, kamen richtig gut voran. Und jetzt müssen wir hier über diese scheiß Schotterwege, super anstrengend manchmal, weil das doch mal auf und ab geht. Ich habe da keine guten Worte für. So Leute, wir haben jetzt hier 2 Stündchen kampiert. Hat ein bisschen genieselt, aber nicht doll. Nur so ein paar Tröpfelchen. Ja, haben ein bisschen gegessen, war sehr lecker. Gab so veganes Schnitzel, veganes Steak. Richtig lecker mit so Macaroni-Nudeln waren das, ne? Diese kleinen Kringelnudeln, wisst ihr. Jetzt geht es uns ein bisschen besser. Wir sind ein bisschen aufgelöst. Hat ein paar Wutausbrüche und Brüllereien hier. Zum Glück sind wir hier irgendwo im Nirgendwo, wo uns wahrscheinlich keiner gehört hat. Ja, es ist sehr ärgerlich. Vor allen Dingen haben wir echt keinen Bock, diesen Weg weiterzufahren, weil der geht noch einige Kilometer. Der führt nicht einfach zurück zur Straße. Ja, Ann-Kathrin ist auch ziemlich drauf. Die tickt auch gerade nicht mehr ganz sauber. Können sie auch nicht machen. Die ganzen Baustellen einfach so hinmachen, dass kein Fahrradfahrer mehr Richtung Punol oder so fahren kann. Das ist ja jetzt schon die zweite Situation. Und Ja. ich wette, die Straße von Requena nach Gera ist auch gesperrt für Fahrradfahrer. Ich wette. Ja, auf jeden Fall geht's für uns nicht nach Requena zurück. Wir wollen jetzt einfach zurück zur Baustelle, hoffen, dass die schon Feierabend haben und radeln dann einfach durch. Ja, mit dem Risiko, dass wir da vielleicht irgendwo nicht mal weiterkommen oder doch auf die Autobahn müssen. Aber wir sehen auf diesem Scheißweg keine Zukunft. Ja. Tja. Gut, dass wir noch ein paar Tage Zeit haben zum Haussit. Sonst wäre das jetzt nochmal eine Nummer dramatischer hier. Dann würden wir hier Bäume ausreißen. Dann würde ich mich in den nächsten Zug setzen, ab Siete Aguas und einfach schwarz fahren. Und wenn ein Schaffner kommt, würde ich sagen, es gibt leider keine Wege für Fußgänger und für Fahrradfahrer in den nächsten Ort. So, dann wollen wir mal zurück. Ich hoffe für die Bauarbeiter, dass die Feierabend haben. Ansonsten gibt's Stress mit Ann-Kathrin. Oh, die können sich warm anziehen.